Herzlich willkommen im Podcast für Weltoffene. Heute haben wir es mit einem besonders weltoffenen Menschen zu tun. Marc erklärt im Interview, was ein Abenteuer für ihn bedeutet und wieso der kulturelle Austausch mit Einheimischen für ihn so wichtig ist. Außerdem erzählt er von bedrohlichen Momenten während seiner Reisen. Es wird also spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marc, herzlich willkommen bei Worldwide Vielfalt. Hallo Raluca. Bei dir geht es um Abenteuerreisen. Kannst du uns einen Eindruck davon geben, was eine Abenteuerreise für dich ist? Gut, für mich, ja, das ist wichtig, dass du das erwähnst, weil das natürlich ein Abenteuer für jeden was anderes sein kann. Also meine Reisen gehen meistens in ziemlich unerschlossene oder unbekannte Gebiete und ich setze mir auch meistens immer ein Ziel, irgendetwas zu entdecken oder zu erkunden, was meiner Meinung nach interessant ist. Zum Beispiel eine Ruinenstätte mitten in der Sahara oder ein Gebirgsmassiv irgendwo im Amazonas-Regenwald, was noch keiner erkundet hat. Solche Sachen sind dann oft so mein Hauptaspekt. Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, das hat schon in der Kindheit angefangen mit meinem Vater, der uns ja schon früh in Rumänien auf die Berge gebracht hat und uns dann halt auch die ganze Natur gezeigt hat. Und er hat das halt auch auf eine Art und Weise immer geschafft, uns das beizubringen oder auch so die Geschichten, die dahinter stecken, dass man dann immer noch mehr will oder immer noch mehr erkunden, wie zum Beispiel ein Berg, der noch irgendwie zu groß für uns war. Dann hat er uns immer Geschichten erzählt, was da alles für Drachen und irgendwelche mysteriösen Sachen drin sind und Höhlen. Und das als kleines Kind ist das natürlich unglaublich abenteuerlich. Und wenn man nicht hin darf, ist es natürlich noch viel cooler. Und dann hat sich das so entwickelt. Und ich wollte immer entdecken, was hinter dem nächsten Hügel ist, weißt du? Ja, klingt interessant. Also bist du dann auch sehr von Legenden und Mythen angezogen? Alles Mögliche, also auch zum Beispiel solche Abenteuerbücher als Kinder oder auch Filme, wo dann Piraten oder irgendwelche Entdecker irgendwas erforschen und erkunden. Ja, und ich denke mal, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen angeboren ist bei mir, dass das irgendwie in die Richtung hinausgelaufen wäre. Inwiefern denn angeboren? Also, dass ich so eine Veranlagung für solche Entdeckungsgeschichten habe, ja. Bei mir ist es halt hängen geblieben. Meine beiden Brüder, die machen auch gerne sowas, aber die würden bestimmt nicht 3 Monate irgendwo in die Wildnis fahren und solche Sachen. Irgendwann hast du ja dann angefangen, Archäologie zu studieren. Kommt das auch durch deine Erfahrungen in der Kindheit? Oh ja, das hängt, glaube ich, alles irgendwie zusammen. Das hat natürlich auch gepasst. Da ist ja auch sehr viel das Entdecken im Vordergrund. Würdest du sagen, deine archäologischen Kenntnisse beeinflussen den Blick auf die Orte, die du besuchst? Ja, zum Teil, auf jeden Fall. Auch ich informiere mich natürlich auch immer über die Geschichte der Region, in die ich hinfahre. Und dann habe ich wahrscheinlich auch einen tieferen Blick oder anderen Blick auf diese Region. Aber ich informiere mich zum Beispiel auch über die Landschaften, die Tierwelt. Es ist nicht nur die archäologische Seite, aber klar, ich kann natürlich gewisse Dinge auch anders deuten, als jemand, der damit überhaupt keine Erfahrung hat. Wenn ich zum Beispiel ein Relikt aus der Steinzeit finde, Pfeilspitzen und dergleichen. Ich kann das dann schon irgendwie zeitlich zuordnen und ein anderer Mensch würde vielleicht einfach vorbeilaufen und sehen, dass das irgendwie irgendwelche Steinsplitter sind und so weiter. Ich erinnere mich, dass du auch in deiner eigenen Umgebung gerne mal spazierst oder wanderst oder auch mal zeltest. Hast du dabei schon Entdeckungen gemacht? Ja, man glaubt es kaum, dass mitten in Deutschland man noch Dinge finden kann, aber tatsächlich, das sind natürlich kleinere Dinge und die irgendwo schon mal verzeichnet wurden. Aber ich habe hier auch zum Beispiel in einem alten Steinbruch alte Gebäudereste entdeckt und so. Aber jetzt natürlich nichts Wildes wie jetzt irgendwelche krassen Sachen am anderen Ende der Welt. Zurück zu deinen Reisen. Wie entstehen denn solche Reisen, wie du sie unternimmst? Das entsteht halt auch über Jahre, indem ich Informationen sammle und dann kommt ein neues Gebiet in meinen Interessensbereich. Dann fange ich an, Recherchen darüber zu machen, vertiefe mich immer mehr da rein. Dann, wenn das abgeschlossen ist, dann versuche ich halt Kartenmaterial und dergleichen zu bekommen. Versuche, so gut es geht, halt noch schon mit Einheimischen Kontakt aufzunehmen. Übers Internet geht das mittlerweile wirklich in fast jedem Land. Selbst in Drittweltländern hast du Leute, die halt zum Beispiel
Touren organisieren und solche Sachen, die dann dir helfen können, auch wenn das jetzt nicht touristisch ist, aber die können dir natürlich helfen, die haben Ortskenntnis. Und dann irgendwann wird dann halt der Flug gebucht und dann wird dann hin. Vor Ort ist es immer anders und du musst dich auch darauf einstellen, dass du hast eine Planung, das ist aber eher wie so ein roter Faden. Aber auf keinen Fall darfst du da so 100% strikt dran gehen. Vor allem in südlichen Ländern in Afrika und so ist es, die Leute haben auch ein anderes Zeitverständnis und alles geht sehr viel langsamer, wenn du Termine hast oder wenn du erwartest, dass jetzt zum Beispiel irgendein Buschtaxi dann kommen soll. Dann kommt das vielleicht, aber es kommt auch vielleicht in 3-4 Tagen. Und das sind Sachen, die musst du alles einkalkulieren. Also das heißt, man muss immer auch viel improvisieren vor Ort. Manchmal Dinge komplett umändern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, dafür muss man eben immer offen bleiben, wenn man von woanders kommt, weil überall das Verständnis von Zeit ein bisschen anders sein kann. Ja, richtig. Muss man auch erstmal lernen. Also das erste Mal ist das dann auch oft ein Kulturschock. Wobei, vielleicht bei mir war es ein bisschen gedämpfterer Kulturschock, weil ich ja ursprünglich aus Rumänien komme, so wie du auch. Und dort ticken die Uhren auch noch etwas anders, vor allem auf dem Land. Und man kann sich vielleicht etwas besser oder etwas schneller anpassen, wenn man vielleicht selber so einen Migrationshintergrund hat. Aber das ist natürlich auch individuell. Also manche Menschen passen sich schnell an neue Gegebenheiten an, manche gar nicht oder sehr viel langsamer. Du hast ja gesagt, du versuchst auch den Kontakt zu Einheimischen zu suchen. Hast du dadurch auch neue Freunde dazu gewonnen? Ja, doch. Also über die Jahre einiges an Freunden. So hat sich auch eine Beziehung entwickelt. Was hast du denn von diesen Freunden gelernt? Vieles, also von ganz praktischen Dingen, wie zum Beispiel man in den jeweiligen Regionen, wo ich unterwegs bin, zurechtkommt. Also zum Beispiel in der Sahara, wie man in der Sahara Wasser findet, ganz simpel. Wenn man Nomaden trifft, wie man sie begrüßt, wie man mit den Familien umgeht, dass erst das männliche Familienoberhaupt angesprochen wird und Frauen zum Beispiel oft ganz tabu sind, als Mann anzusprechen. So kulturellen Feinheiten und auch Dinge, die mir jetzt auch so gar nicht einfallen, also, die dann so vor Ort sich zeigen, dass ich das schon gelernt habe, wie man mit den Leuten umgeht. Das sind ja oft sehr kleine Details und Nuancen. Heißt das, du passt dich auch gern an die Gegebenheiten deiner Umgebung an? Ja, klar, also soweit mir das möglich ist, denn die Leute nehmen dich dann auch anders auf und anders wahr. Also wenn du wie so ein Kolonialherr daherkommst und in deiner Sänfte dahergetragen wirst, was halt teilweise manche Touristen leider immer noch machen, als wenn du halt auf die Leute zugehst, mit den Leuten auch lebst, also in ihren Häusern und ihnen vielleicht auch hilfst bei ihren täglichen Verrichtungen oder so. Wenn du reist wie ich, man hat viel Zeit und man ist auch mal 2-3 Wochen an einem Ort. Da habe ich auch zum Beispiel in einer Oase gelebt und habe dort die Palmen geerntet, um die Datteln zu bekommen und habe Gartenarbeit gemacht für den Besitzer, der schon ein alter Mann war. Es kommt also auf den gegenseitigen Respekt an? Auf den Respekt natürlich, das ist die Grundvoraussetzung und auch den Willen zu lernen, also voneinander. Das müsste im Idealfall auf beiden Seiten sein, aber es ist natürlich nicht oft so. Also auch gibt es Dinge, die ich dann zum Beispiel nicht verstehe oder verstehen kann oder verstehen will, weil ich bin auch nur ein Mensch. So entstehen natürlich dann auch Missverständnisse und auch natürlich auch auf der anderen Seite, weil auch die Einheimischen haben manchmal sehr strikte Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat. Und dann redet man manchmal aneinander vorbei, ohne es zu wollen oder manchmal sind halt auch Meinungen so fest verhärtet, dass es eigentlich weise ist, wenn man gewissen Themen zum Beispiel auch aus dem Weg geht, was Diskussionen und sowas angeht. Weltanschaulicher Art zum Beispiel. Gerade in sehr religiösen Ländern sollte man gewisse Themen nicht ansprechen oder ja, je nachdem. Also ich kann jetzt nicht in ein Land fahren und dort den großen Revolutionär spielen und meine Weltsicht aufdringen. Das kann ich vielleicht stückchenweise, wenn ich dort über Jahre gewesen bin und jahrelang Kontakt mit den Einheimischen hatte, gewisse Dinge ansprechen, aber bestimmt nicht beim ersten Mal, wenn Themen, die halt oder Ansichten, die meinen widersprechen, direkt in Frage stelle oder anfeinde sogar. Das sollte man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, diplomatisch. Ja, ich denke auch, man sollte erst versuchen zu verstehen, bevor man verurteilt. Ja, richtig. Ich denke auch, dass das eigentlich eine sehr wichtige Kompetenz so jetzt gerade im 21. Jahrhundert ist,
dass man sich lernen muss, erstmal ein bisschen zurückzunehmen und gucken, warum andere etwas so sehen, wie sie es sehen und nicht direkt verurteilen oder aber auch nicht vielleicht direkt da Beifall klatschen, sondern einfach erstmal gucken und analysieren und dann, ja, verstehen ist ziemlich wichtig. Sind dir bei deinen Reisen auch kulturelle Unterschiede zwischen den Kontinenten aufgefallen? Ziemlich schwierig zu sagen, ja. Also in Afrika, wo ich zumindest gereist bin, ich bin hauptsächlich in Nord- und Westafrika gereist, ist sehr muslimisch geprägt und der Islam ist dann natürlich auch maßgebend für das soziale und gesellschaftliche Leben. Und da sind natürlich gewisse Dinge anders, aber wiederum, weil es ja eine abrahamitische Religion ist, erkennt man viele Dinge wieder aus der christlichen Religion. Und wenn man dann wiederum zum Beispiel in christlich geprägte Länder in Südamerika geht, aber dann mit Indigenen, die noch sehr ursprünglich leben, relativ wenig Kontakt haben, ist deren Lebenswelt deutlich unterschiedlicher als zum Beispiel die eines Nordafrikaners zu unserer. Das ist dann wirklich schon eine sehr andere Welt. Bist du denn persönlich in Kontakt mit indigenen Völkern gekommen? Schon mit einigen, aber auch immer mit Völkern, die halt schon seit mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten Kontakt mit dem Westen haben. Also man darf sich natürlich nicht wie dieses romantische Bild vorstellen, dass sie da mit Baströckchen rumlaufen. Die hatten auch alle westliche Klamotten an, leben mit westlichen materiellen Gütern, zum Großteil Fernseher und alles ist teilweise vorhanden. Aber viele andere Dinge sind dann auch noch traditionell, wie zum Beispiel Religion. Auch wie die Dorfgemeinschaft oder Gemeinschaften organisiert sind, ist komplett anders. Die können dann zum Beispiel matrilinear sein, also mütterlich vererbt, oder es gibt da nicht so etwas wie bei uns einen Bürgermeister und solche Sachen. Es sind dann komplett anders aufgebaut. Viele Dinge auch erst auf den zweiten Blick. Du siehst, die tragen alle nur westliche Sachen. Du denkst, ach, das ist schon alles sehr westlich. Aber wenn du ein bisschen reinschaust, wie diese Menschen leben, ist es dann doch sehr anders. Was fasziniert dich denn daran? Naja, das passt ja zu deinem Thema Vielfalt. Es ist ja dann die Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten, wie man auf dieser Welt leben kann. Die globale westliche Kultur ist ja nur eine Möglichkeit, wie man das menschliche Zusammenleben regeln kann. Und es gibt etliche andere Möglichkeiten, die wir teilweise gar nicht kennen, die schon verloren gegangen sind oder gerade im Begriff sind, verloren zu gehen. Und es gäbe natürlich dann auch Ideen für unsere Kultur, Dinge anders zu machen oder anders zu sehen. Also man kann sich da gegenseitig befruchten, so ein Geben und Nehmen. Noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Gerätst du bei deinen Reisen eigentlich in gefährliche Situationen? Ja, das bringen diese Reisen und diese Aktivitäten mit sich, ja. Also es ist nicht so, dass ich danach suche, aber es passiert halt, ja. Ich bin auch schon ein paar Mal in Lebensgefahr gewesen, ja. Und du willst jetzt bestimmt die gefährlichste Situation von allen wissen. Na klar, was denkst du denn? Ja gut, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Als ich einmal in den Bergen herumgelaufen bin, auch an einem relativ erkundeten Pfad, bin ich auf eine Bärenmutter gestoßen mit zwei Jungen. Und das war eine sehr kritische Situation, in dem Sinne, dass das Terrain halt so schlecht war, gerade in dem Punkt, dass die nicht wirklich ausweichen konnten. Und das ist natürlich für Bären schlecht. Und natürlich hat die Bärenmutter ziemlich panisch reagiert und ist halt auf mich los, ohne mich anzugreifen, hat aber einen Scheinangriff gemacht. Und ich bin dann, wie man es machen soll, vorbildlich, ganz langsam zurück, ohne zu rennen, weil Rennen ist dann eigentlich so, ist das Leben beendet, wenn man das macht. Und dann den Hügel runter, bis ich wirklich komplett außer Sicht war, und dann bin ich abgezischt. Und ja, natürlich mit 200er Puls gefühlt. Schon krass, so einem Bären zu begegnen. Ja, solche Dinge passieren einem auch natürlich, ne? Wenn man oft solche Reisen macht und in abgelegene Orte geht. Gab es noch andere Momente, in denen du der Natur so ausgeliefert warst? Ich denke, so akut am gefährlichsten war, als ich mal im Regenwald, da bin ich durch ein unerkundetes Flusstal gewandert, um das zu erforschen. Bin ich praktisch in eine Schlammlawine geraten. Also wirklich, es hat extrem stark geregnet und von oben kamen halt richtige Mengen. Muss ich das wie so einen steilen Canyon vorstellen. Kamen halt richtig Mengen an Erde runter und ich bin in dieser aufgeweichten Erde stecken geblieben. Von oben drohte schon die nächste Ladung nachzukommen. Das wäre dann vorbei gewesen. Ich konnte mir dann mit der Machete ein langes Bambusrohr
Zurechtstellen, das ich gerade noch erreichen konnte, indem ich mich freigraben konnte und halt mich mit allerletzter Kraft in den Fluss werfen. Und dann kam auch schon die nächste Fuhre von dieser Erde. Ja, es war, glaube ich, eine Frage von 4-5 Minuten. Oh Mann. Aber schön, dass du auch das überlebt hast. Sonst würden wir jetzt nicht reden, ja. Nach einem spannenden Interview sind wir jetzt leider schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Marc. Ich danke und es hat Spaß gemacht. Wie du gehört hast, hat Marc so einiges zu erzählen. Wenn dich eine weitere Folge mit Marc interessieren würde, dann lass es uns doch gerne wissen und wir werden uns darum kümmern. Aber vielleicht hast du ja jetzt selbst Lust bekommen, dich auf eine Reise in unerforschte Gebiete zu begeben. Dann lass dich von uns nicht aufhalten. Wir erwarten dich am nächsten Donnerstag mit einer neuen Folge und freuen uns dann, irgendwann von deiner Reise zu hören. Ich sage ciao und bis bald. Deine Raluca.